Herzlich willkommen bei der Motocon und grüße euch von einem frostigen Morgen aus Norddeutschland. Heute machen wir etwas ganz Wichtiges, nämlich wir beschäftigen uns mit der eierlegenden Wollmilchsau der Fahrwerke und die soll auch noch sämtliche Nachteile konventioneller Fahrwerke beseitigen. Wie das funktioniert, was dahinter steckt, schauen wir uns an hier bei Wilbers in Nordhorn. Bleibt's dran, wird spannend. Bevor wir uns aber mit den Nivomat-Federbeinen, weswegen wir ja hier sind, beschäftigen, wollte ich euch aber noch erklären, warum diese überhaupt notwendig sind, beziehungsweise was diese besser machen. Die Grundproblematik sozusagen von herkömmlichen Fahrwerken ist ja die, dass die Federrate nicht einstellbar ist. Das Ganze ist ziemlich kompliziert, ich versuche es euch aber so einfach wie möglich zu erklären, weil nur so verstehe ich es ja auch selber. Man nimmt ein herkömmliches Fahrwerk her, es hat eine härtere oder weichere Feder drinnen. Wir wollen eher typischerweise eine weiche Feder, weil das ist einfach gut für unseren Popo und da sitzt man schön drauf. Unebenheiten werden leichter und geschmeidig ausgebügelt. Allerdings ist natürlich der Nachteil jetzt bei einer weichen Feder, wenn Zuladung noch dazu kommt, denn wir setzen uns drauf, natürlich, da ist jetzt eine Rennmaschine hinter mir, die wird eher kein Gepäck drauf bekommen, aber für das Beispiel reicht es. Wir beladen die Maschine mit einem Sozius, mit viel Gepäck oder vielleicht sogar beidem. Das heißt, die Feder wird noch mehr komprimiert. Die Federrate, das ist eigentlich einfach nur, wie viel Kraft es braucht für jeden Millimeter, den die Feder komprimiert wird angegeben in Newton pro Millimeter. Und dem kann man etwas entgegenwirken, zum Beispiel man schraubt die Federvorspannung hoch. Jetzt gibt es so diesen Mythos, dass das Hochschrauben der Federvorspannung die Härte erhöht. Aber das stimmt so nicht, denn die Stahlfeder vom Federbein bleibt ja gleich, daran ändert sich nichts, sondern es wird lediglich das Ganze etwas hochgeschraubt. Man verändert die Fahrzeuggeometrie, damit das eben auch mit Beladung nicht mehr so einsinkt, aber an der Härte der Feder, an der Federrate ändert sich nichts. Und genau hier setzen dann Nivomat-Federbeine an, nämlich die können sehr wohl noch dazu automatisch die Federrate verändern. Das heißt, sie passen das Fahrwerk nicht nur in der Fahrzeuggeometrie an, sondern auch in der Härte und in der Weiche. Die genaue Technik dahinter, die Magie sozusagen, erkläre ich jetzt aber nicht ich, denn ich habe natürlich viel zu wenig Ahnung von der Materie. Wir suchen uns jetzt einen klugen Geist, der auch ins Detail gehen kann. Ja, und weil diese Beseitigung der ganzen Nachteile eines konventionellen Fahrwerks doch ein ziemlicher Hokuspokus ist, wenn man sich es genauer anschaut und ich vom ersten Querschnitt mal gesessen bin mit, oh, okay, habe ich mir jetzt hier den André Peters von Wilbers dazu geholt. Grüß dich. Hallo, grüß dich. Servus. Und du kannst mir ein bisschen einen Einblick in die Welt der Nivomate geben. Aber bevor wir vielleicht dazu kommen, sprechen wir zuerst über Allgemeineres. Erklär mir bitte das Grundproblem von konventionellen Fahrwerken. Was können sie einfach aufgrund des Aufbaus nicht? Ja, also im Grunde konventionelle Fahrwerke, so wie wir sie hier ja auch anbieten für andere Fahrzeuge, da kann man schon vieles mitmachen, wenn man sie individuell abstimmt, so wie wir das für andere Fahrzeuge auch machen. Aber ein Grundproblem bleibt einfach bestehen. Sobald ich anfange, das Fahrzeug anders zu beladen oder mehr aufzuladen, ist es eigentlich schon notwendig, eine Federrate zu erhöhen, auszutauschen. Das heißt, ich müsste die eigentliche Tragfeder, die Stahlfeder austauschen gegen eine andere. Was man aushilfsweise aber macht mit konventionellen Systemen ist, man spannt die Feder entsprechend vor, sodass die Niveaulage zumindest ausgeglichen ist. Aber ich habe eigentlich für diese überhöhte Beladung nicht die passende Federrate am Federbein. Und das ist eigentlich ein Grundproblem, was ich mit keinem konventionellen System lösen kann. Wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen, dass ihr so ein System entwickeln könntet und dass ihr da auch quasi die Alternative zum doch, sage ich mal, schon seit vielen, vielen Jahren vorhandenen ganz normalen Fahrwerk Federbein bieten könnt? Ja, die Idee kam wirklich tatsächlich von dem Benny Wilbers. Und der Benny Wilbers hatte schon das ganze System lange im Kopf, sowas mal für Motorräder ja, zu etablieren, da was zu machen.
dadurch, dass wir jetzt auch schon seit längerem, seit 2015, eine sehr, sehr enge Kooperation mit ZF führen, gab es da einfach die Möglichkeit zu sagen, Mensch, können wir da vielleicht mal was probieren, was machen? ZF baut diese Systeme nach wie vor für Volvo-SUVs, für VW teilweise noch, sitzen auf der Hinterradachse und vollziehen da also eine Arbeit für Anhänger und so weiter, Anhängerlasten oder für Urlaubsfahrten. Funktioniert es also genauso. Die Niveaulage wird angeglichen und das Fahrwerk wird eben stabiler. So, und dadurch, dass das System immer kompakter geworden ist war jetzt es auch tatsächlich mal möglich, darüber nachzudenken, kriegen wir es nicht jetzt vielleicht aufgrund dieser kompakten Baumaße auch in ein Motorrad rein. So, und daraus ist dann letztendlich auch dieser Mononiveau-Mod entstanden. Als dann wirklich die Entwicklung soweit durch war und wir haben das mal Probe fahren können hier, da war das so enorm und so gigantisch, diese Erfahrung, das zu fahren, ohne Ende Traktion, mit dem Sozius zu fahren, so wirklich zu fahren, dass der Sozius kaum noch spürbar war gigantisch. Und da wussten wir müssen weiter daran arbeiten, wir müssen weitere Modelle etablieren. Groß im Fokus bei euch sind, glaube ich, auch Harley-Davidson Gleitmodelle und jetzt aber bietet ihr inzwischen auch an, ihr geht schon in Richtung Groß-Enduro, also das nächste große Reisesegment neben den Tourern, würde ich sagen. Aber bevor wir vielleicht zu den unterschiedlichen Produkten kommen, magst du uns, weil es ja doch keine einfache Sache ist, einfach mal erklären, wie das Grundprinzip eines Nivomaten funktioniert, der dann eben diese Magie, sage ich mal, hervorbringt. Wie funktioniert das? Ja, wie gesagt, es ist sehr, sehr komplex. Ich versuche mich mal da einfach ein bisschen kurz zu halten und das für euch so ein bisschen auch anschaulich rüberzubringen, weil als wir uns damit beschäftigt haben, habe ich es erst selber nicht verstanden, um ehrlich zu sein, weil es eben so komplex ist. Im Grunde ist es so, dass bei dem Nivomat-System eben zusätzlich zu dieser eigentlichen Stahlfeder, die wir hier sehen, ich nehme mir mal gerade das als Beispiel hier rüber, arbeitet also im Dämpfer nochmal eine zusätzliche Gasfeder, die unterstützend wirkt auf die eigentliche Stahlfeder. Der Riesenvorteil dabei ist einfach, dass ich mit einer reduzierten Grundfederrate erstmal starten kann. Und das Nivomat-System pumpt, je nachdem, was ich jetzt zulade, durch die Gasfeder die zusätzliche Federrate hinzu. Bis auch 160 Newton pro Millimeter kann das dann ansteigen. Das Ganze, ich nehme mir mal hier so ein kleines Bauteil zur Hilfe, sieht man jetzt hier. Das ist dieses Gasback, was in dem Federbein montiert ist. Man muss sich das ungefähr vorstellen, dass es so in dem Federbein drin steckt. Und dieses Gasback hier ist gefüllt mit Stickstoff. So, und indem dann eben der Nivomat einsackt, wird also eine interne Pumpbewegung ausgeführt, die dafür sorgt, dass in diese Kammer, wo dieses Gasback sich drin befindet, zusätzlich Öl hineingepumpt wird. Und dadurch entsteht ein Druck auf dieses Gasback. Und dieser erhöhte Druck führt dazu, dass die Kolbenstange mit einer erhöhten Kraft dann wieder ausfahren will. Bis zu einer vordefinierten Niveaulage, die je nach Modell und Ausführung eben entsprechend vordefiniert ist von uns oder von den Ingenieuren. Und pumpt dann so lange Öl rein, bis wir diese Lage erreicht haben. Und dann arbeitet das System ganz normal auf die Niveaulage weiter. So, steige ich von meinem Motorrad wieder ab, wird eine Ablassbohrung geöffnet. Das heißt, das fährt ja dann noch ein Stück weiter aus. Und dann wird dieses zusätzlich hineingepumpte Öl wieder in eine andere Kammer abgelassen und steht für die weitere Beladung dann wieder beim nächsten Mal zur Verfügung. Das heißt, er pumpt dann wieder auf. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, könnte man das ganz, ganz vereinfacht gesagt sagen, durch die extra Beladung wird quasi wie so ein Luftkissen, das halt mit Stickstoff gefüllt ist, aufgeblasen und durch dieses Aufblasen kommt mehr Öl rein und das Niveau passt sich dadurch wieder an. Könnte man das so sagen? So könnte man das im Grunde sagen, ja, genau. Ich sage das immer ganz einfach, wenn man dieses Gasback sich vorstellt, wie das funktioniert. Bei einer Stahlfeder ist es eben so, wenn ich die komprimiere, wird die nicht härter. Bei einer Gasfeder ist das eben anders. Und da kann man immer ganz leicht so als Gedankenstütze sich einen Luftballon nehmen. Den kann ich an einer Stelle unten zusammendrücken. Das geht noch relativ einfach. Versuche ich jetzt mit der anderen Hand oben diesen gleichen Luftballon nochmal weiter zusammenzudrücken, ist das schon eine Spur härter. Und so verhält sich letztendlich jede Gasfeder. Und das ist eben dieser Effekt, der sich daraus ergibt. Das heißt, man hat diese
ja, diesen Synergieeffekt eigentlich genutzt, den man durch diese Technik hier erreicht hat, um auch gleichzeitig die Federrate an die Beladung anzupassen. Das heißt, ich habe nicht nur immer die passende Niveaulage, sondern ich habe auch eine an die Beladung angepasste Federrate. Und das ist eben dieses Einzigartige, wirklich, was ja, kein konventionelles System leisten kann. Das heißt, du nimmst meine Fragen schon vorweg. Die Vorteile des Nivomaten-Systems sind angepasste Federrate. Es hält immer das richtige, das vordefinierte Niveau und auch die Dämpfungsrate wird ja auch noch zusätzlich angepasst und reguliert mit dem Druck, der halt gerade von oben drauf herrscht. Das sind so die Hauptvorteile, oder? Korrekt, genau. Das ist im Grunde zusammengefasst das, was das System ausmacht. Das Nivomat-System ist ein geschlossenes System an sich, kommt komplett ohne Elektronik aus. Wir haben also Langzeiterprobungen bei ZF, die simulieren Fahrtstrecken zwischen 300.000 und 500.000 Kilometern ohne irgendwelche nachweislichen Schäden oder Druckverluste im System, wo wir einfach guten Gewissens sagen können, lieber Kunde, bau dir das ein, wenn du auf Weltreise gehst, dann wirst du fahrwerkstechnisch mal kein Problem haben. Das ist tatsächlich so, dass ich sagen muss, es gibt eigentlich nichts, wo der Nivomat keinen Sinn ergeben würde. Klar, ich sag mal, auf der Rennstrecke lassen wir es mal außen vor. Da haben wir einfach andere Ansprüche, da spielen andere Sachen eine Rolle, da muss ich konstante Geschichten haben. Da ist das System sicherlich nicht für geeignet. Für alle anderen Bereiche, siehst es ja selber, wir versuchen das ziemlich breit aufzustellen, das Thema, entwickeln also immer weiter. Ist es durchaus denkbar, dass es fast für jedes Motorrad machbar sein sollte, sowas zu etablieren. Ja, ihr seid ja wirklich schon breit aufgestellt. Eben außer der Rennstrecke kann man sagen, schon in viele Motorradbereiche vorgedrungen. Deswegen willst du mir vielleicht mal kurz zeigen, was denn jetzt welches ist? Und vielleicht kannst du auch ein paar typische Vertreter oder halt typische Motorradmodelle nennen, an die ihr gedacht habt bei der Entwicklung dieser Sachen. Das ist unser Topseller hier. Das ist der Harley-Davidson Stereo-Kit. Dieses System ist lieferbar für fast alle Harley-Davidson Touring-Modelle. Und hier sehen wir schon, wir haben auf der einen Seite das Nivomat-System an sich, was für die Niveauregulierung, für die Anpassung der Federrate und so weiter zuständig ist. Und auf der anderen Seite im Fahrzeug arbeitet ein konventioneller Dämpfer. Dieses Kit wird geliefert mit Gabelfedern für den vorderen Bereich und Öl. Interessant, auch das große Enduro-Segment, eine neuere Entwicklung von euch. Da sehen wir diesen Dämpfer hier in der Mitte. Hier links und rechts daneben haben wir nur dargestellt die Federbeine für den vorderen Bereich. Also das hier ist wirklich dann der große Nivomat für die ganzen BMW-Modelle. Wollen natürlich auch noch andere Modelle abdecken. KTM ist sicherlich noch ein Thema. 1290er Adventure und so weiter ist interessant. Und überall da, wo er letztendlich reinpassen könnte, könnt ihr euch sicher sein, werden wir das auch machen. Ja, und dazu passend sind wir gerade tatsächlich dabei, für die Harley-Davidson Sportster S was zu machen. Ist noch ein reiner erster Prototyp. Wir haben dort uns den Grundkörper von den Harley-Davidson Stereo-Kits zur Hilfe genommen, haben dort auch zusätzlich nochmal eine Tragfeder aufgearbeitet. Wie gesagt, da fehlen noch Bauteile, es muss noch ein bisschen was passieren. Aber ihr könnt gespannt sein, die Sportster S hat ein recht straffes Fahrwerk, das mussten wir selber auch feststellen. Und da haben wir gedacht, Mensch, das wäre doch vielleicht auch was für das Nivomat-System. Und tatsächlich, also dieser erste Prototyp arbeitet schon wirklich sehr, sehr, sehr gut. Damit bekommen wir wirklich den Komfort auf diesem kurzen Federweg auch hin, um wirklich so ein Fahrzeug auch mal eine etwas längere Strecke ohne Rückenschmerzen fahren zu können. Also sehr interessant, wenn das dann in Serie kommt, glaube ich, wird das wahrscheinlich ein großer Vorteil oder eine große Verbesserung für viele Sportster-Piloten sein. Jetzt ist diese Technik ja doch sehr fortgeschritten und sind da irgendwelche auch besonderen Materialien oder werden schon, sage ich mal, konventionelle Materialien verwendet und die ganze Magie ist dann doch diese Gastechnik, der Gasdruck dahinter. Wenn man sich die ganzen Bauteile anguckt, ähnlich wie im konventionellen System, nur es ist halt viel mehr. Wir haben wirklich ausgetüftelte Geschichten. Ich kann das hier nochmal gerade zeigen an der Pumpstange und Regulierstange. Die definiert letztendlich die Niveaulage. Das heißt, ich habe hier, dieser Schlitz läuft hier ganz spitz aus. Wenn ich mich in diesem Bereich bewege, findet keine Pumpbewegung statt. Überschreitet die Hülse diesen kleinen Schlitz,
bekomme ich eine Pumpbewegung, wo dann wo das Öl gepumpt wird. Sowas findet man in konventionellen Systemen natürlich nicht. Das ist also eine spezielle Geschichte, die dort entwickelt werden musste. Und dieses Gasback, wo wir eben schon mal drüber gesprochen haben, das ist eben was ganz Spezielles, weil das war in den allerersten Nivomat-Systemen. Dieses Gasback war ursprünglich mal ein Gummibalg. Das war tatsächlich damals ein Problem, weil irgendwann verliert Gummi nun mal Luft oder Stickstoff. Und das war bei den Nivomat-Systemen auch der Fall. Und dieses Gasback hier ist tatsächlich eine Weiterentwicklung von ZF. Da hat man sich also wirklich Gedanken gemacht. Das ist ein hochdichtes Material, was so bei ZF auch extra entwickelt und diese Gasbacks auch produziert werden. Da hat man sich also spezielle Maschinen angeschafft, um das genauso zu produzieren. Und das sind alles Bauteile, die speziell sind. Solche Stangenführungen, Dichtungen und so weiter, ein Kolben mit Schwimmpaketen und so weiter steckt hier auch drauf. Das ist alles, was im konventionellen System auch zu finden ist. Aber diese spezielle Technik, dieses Ineinanderspielen dieser einzelnen Komponenten, das ist eben das Know-how dahinter, was es einzigartig macht. Und jetzt die auch durchaus relevante Frage, wenn man mit so der Technik liebäugelt, wie viel kostet denn so ein Nivomat-Federbein? Also das Kit für die Harley-Davidson-Modelle, da liegen wir momentan bei 1.799 €. Wie gesagt, ist sehr, sehr individuell, weil wir haben Modelle dabei, da sind eben die Gabelfedern inkludiert, dann gibt es Monosysteme, da muss es nicht sein, bieten wir aber trotzdem an. Deswegen, wenn ich jetzt mir überlege, ich beschaffe mir vielleicht ein konventionelles Federbein an mit einer hydraulischen Federvorspannung, bin ich bei den Mononivomaten auf einem ähnlichen Preislevel. Ja, André, danke. Es ist ja wirklich keine einfache Geschichte. Ich hoffe auch, dass ihr jetzt das System dahinter begriffen habt. Ich glaube, bei mir sickert es langsam durch, weil ich bin sehr begriffsstutzig, was sowas angeht. Und jetzt bin ich gespannt nach der ganzen Theorie, ob es wirklich so ein weltverändernder Unterschied ist zwischen einem normalen Fahrwerk und dem Nivomat. Deswegen würde ich sagen, schauen wir, dass wir rauskommen, auch wenn es kalt ist, Zähne zusammenbeißen und dann spüren wir es endlich. Genau, das wirst du spüren und ich glaube, dass es schon so sein wird, wie du es gerade gesagt hast. Na, ich bin gespannt. Danke, André, fürs Gespräch und wir sehen uns gleich. Ja, das war jetzt nur eine kurze Probefahrt. Es ist halt doch ein bisschen frisch. Nichtsdestotrotz fällt einem der Unterschied schon sehr deutlich auf. Gerade zum Beispiel auf der Sportster mit ihren doch sehr kurzen Federwegen kann man sich sonst einen Komfort, wie ich ihn heute erfahren durfte, nicht erwarten. Die Road Glide, man kann sagen, sie verdient jetzt ihren Namen, denn sie gleitet jetzt wirklich. Wir waren auf einer ziemlich rumpeligen Piste unterwegs mit großen Schlaglöchern, Spurrinnen und es federt dermaßen harmonisch, gerade hinten, dass es fast schon dieses typische, sag mal, Aufschaukeln, was eher vom Heck kommt, das spürt man gar nicht mehr. Und im Summe glaube ich schon, dass es wirklich so ist, dass es hält, was es verspricht und einfach nur Vorteile bietet, gerade wenn man noch mit viel Beladung unterwegs ist. So, jetzt sind wir wieder da, schön im Warmen in den heiligen Hallen von Wilbers und nach den ganzen technischen Details und Erläuterungen ist vielleicht nochmal wichtig, dass wir auf einen Punkt kommen und es nochmal alles zusammenfassen. Für wen ist denn so ein Nivomat-Fahrwerk? Ich glaube, wenn man es herunterbricht, sind das zwei große Gruppen von Fahrern. Einmal die, die häufig schwer beladen fahren oder auch häufig den Beladungszustand des Motorrads ändern, weil dann einfach diese Anpassung, die automatische Anpassung große Vorteile bringt und auch eigentlich einfach bequem ist. Man braucht da nichts umstellen. Noch dazu haben wir ja heute auch erfahren, dass einfach nur ein Anheben der Federvorspannung ja immer nur ein Kompromiss bleibt und nicht die ideale Lösung ist. Für die Leute, Sozius, Leute, die viel mit Koffern fahren, für die ist es ein großer Vorteil, aber auch eben für bestimmte Motorradmodelle, die meistens baubedingt einfach beschränkt sind im Komfort oder auch in der Einstellung, Dimensionierung der Fahrwerke. Eben Harley-Davidson, ein gutes Beispiel, schwere Geräte, relativ kurze Federwege und hier
greift der Nivomat, glaube ich, auch ein. Und für alle Harley-Fahrer ist einfach das Plus an Komfort und auch an Traktion und generell, wie sich das Fahrwerk verhält, ein ganz großer Vorteil. Und ja, eierlegende Wollmilchsau ist so ein vielleicht ein bisschen abgegriffener Begriff. Das kommt hier aber schon ziemlich nahe. Am besten einfach Probe fahren und schreibt es mir auch unbedingt in die Kommentare, wie seht ihr das Potenzial vom Nivomat-System? Vielleicht seid ihr in einer der angesprochenen Gruppen drinnen und habt da schon Erfahrungen damit gemacht oder könnt ihr euch vielleicht vorstellen, na, das klingt ganz gut. Lasst uns eure Meinung wissen. Vielleicht fragt ihr euch noch, was kostet der Spaß? Natürlich verschiedene Ausführungen, verschiedene Preise. Ich verweise wieder auf die Links unter dem Video, wo ihr euch das ganz genau anschauen könnt. Wenn wir hier bei diesem Beispiel bleiben mit Stereo-System hinten und Federn für die Gabel vorne und das Öl. Und dieses Paket kostet ab 1.799 €. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal für täglich leimenden Motorrad-Content und auch, dass ihr nichts von der Motocon verpasst. Die wird jetzt im Jänner und die Tage danach ausgerollt und ihr erfahrt alles zu allen Neuheiten des Jahres. Wird auf jeden Fall richtig spannend. Ich danke euch fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen. Danke auch an Wilbers und in diesem Sinne sage ich pfiat euch, bis zum nächsten Mal und Baba.